Lektion 1: Offene Kommunikation. Wenn Sie weitere Fragen zum Projekt haben, können Sie diese gerne stellen. Danke schön. Ich schätze diese offene Kommunikationslinie, es macht die Dinge einfacher. Absolut. Ich glaube, dass Klarheit uns allen hilft, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Ich stimme zu. Und es ermutigt alle, sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen. Ja, je mehr wir teilen, desto besser werden unsere Ergebnisse sein. Genau. Ich fühle mich sicherer, weil ich weiß, dass ich jederzeit Hilfe erreichen kann. Das ist der Geist. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ich bin gespannt, wie unsere Teamarbeit zu großartigen Ergebnissen führen wird. Ich auch. Lassen Sie uns diesen Schwung beibehalten. Lektion 2: Lebensmitteleinkauf. Hey, hast du in letzter Zeit versucht, in verschiedenen Lebensmittelgeschäften einzukaufen? Ja, das habe ich. Es ist überraschend, wie viel Vielfalt es unter ihnen gibt. Ich weiß. Einige Geschäfte haben bessere Preise, während andere sich auf Bio-Optionen konzentrieren. Genau. Es lohnt sich, nach den besten Angeboten und der besten Qualität zu suchen. Ich stimme zu. Außerdem entdecken Sie vielleicht neue Marken, die Ihnen wirklich gefallen. Definitiv. Ich habe einige einzigartige Produkte gefunden, die ich sonst nicht ausprobiert hätte. Es ist ein unterhaltsames Abenteuer, zu sehen, was jedes Geschäft zu bieten hat. Absolut. Ich denke, ich werde es mir zur regelmäßigen Gewohnheit machen, verschiedene Orte zu erkunden. Tolle Idee. Man weiß nie, welche Schätze man finden könnte. Lektion 3: Projektkoordination. Was ist also der Code Ihrer Wahl für das bevorstehende Projekt? Ich denke, ich werde etwas Einfaches, aber Effektives wählen. Was ist mit dir? Okay, ich verstehe. Es ist wichtig, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Definitiv. Und steht Ihnen bei Bedarf jemand zur Verfügung? Ja, ich werde sicherstellen, dass wir während des gesamten Prozesses Unterstützung haben. Das ist beruhigend. Es hilft zu wissen, dass wir damit nicht allein sind. Zusammenarbeit ist der Schlüssel und ein solides Team macht einen großen Unterschied. Absolut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit an diesem Projekt. Ebenfalls. Gemeinsam werden wir großartige Ergebnisse erzielen. Lektion 4: Vorausplanen. Es ist wirklich wichtig, jedes Projekt, das wir übernehmen, im Voraus zu planen. Ich kann nur zustimmen. Haben Sie über die Budgetierung der anstehenden Ausgaben nachgedacht? Ja, ich denke, es ist von entscheidender Bedeutung, die Ressourcen von Anfang an sinnvoll zu verteilen. Genau. Ein klares Budget kann uns später vor unerwarteten Überraschungen bewahren. Und es hilft uns, Prioritäten zu setzen, was zuerst getan werden muss. Rechts. Vorausschauende Planung ermöglicht es uns, uns auf unsere Ziele zu konzentrieren. Es geht darum, uns auf den Erfolg vorzubereiten. Absolut. Ich bin gespannt, wie sich unsere sorgfältige Planung auszahlen wird. Ich auch. Lassen Sie es uns gemeinsam schaffen. Lektion 5: Charaktereigenschaften. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Charlie Brown oft so unbeständig ist, wenn es um Dinge geht? Absolut. Er kämpft wirklich mit der Angst vor dem Scheitern, die ihn zurückhält.
Es ist interessant, wie sympathisch sein Charakter für viele Menschen ist. Ja, und dann ist da noch Lucy, die genau das Gegenteil ist, aufdringlich und anmaßend. Genau. Sie scheint die Verantwortung zu übernehmen, ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer zu nehmen. Ich denke, der Kontrast zwischen ihnen hebt unterschiedliche Persönlichkeitstypen hervor. Rechts. Man fragt sich, wie sich ihre Interaktionen gegenseitig auf das Wachstum auswirken. Das tut es wirklich. Beide zeigen uns, dass es entscheidend ist, in Beziehungen ein Gleichgewicht zu finden. Sicher. Es ist eine großartige Lektion, uns selbst und die Menschen um uns herum zu verstehen. Lektion 6: Qualität ist wichtig. Haben Sie schon in anderen Geschäften nach diesem Artikel gesucht? Ja, das habe ich, aber ich habe festgestellt, dass dieses insgesamt eine bessere Qualität hat. Das ist wichtig. Qualität kann auf lange Sicht einen großen Unterschied machen. Genau. Ich glaube, es lohnt sich, etwas mehr für etwas Langlebiges auszugeben. Absolut. Außerdem können Sie mit einem guten Produkt später Geld für den Ersatz sparen. Ja, und es fühlt sich oft besser an, etwas Gutgemachtes zu verwenden. Ich stimme zu. Qualitätsprodukte sorgen in der Regel auch für ein besseres Erlebnis. Genau. Ich investiere lieber in etwas, das von Dauer ist, als mich mit weniger zufrieden zu geben. Es hört sich an, als hätten Sie die richtige Wahl getroffen, indem Sie hierher gekommen sind. Lektion 7: Gefühle ausdrücken. Sie sollten wirklich mit ihnen darüber sprechen, wie sich Ihre Handlungen auf Sie ausgewirkt haben. Ich weiß, aber wenn ich mich ausdrücke, mache ich mir Sorgen, verletzlich zu sein. Es ist verständlich, so zu denken. Verletzlichkeit kann ziemlich einschüchternd sein. Ja, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, authentische Verbindungen aufzubauen. Absolut. Das Teilen Ihrer Gefühle kann zu einem tieferen Verständnis führen. Ich stimme zu und es könnte unsere Beziehung auf lange Sicht sogar verbessern. Genau. Es geht darum, einen sicheren Raum für ehrliche Kommunikation zu schaffen. Sie haben recht. Ich werde versuchen, meinen Mut zusammenzunehmen und das Gespräch bald zu führen. Ich bin sicher, es wird sich lohnen. Ein offener Dialog kann zu positiven Veränderungen führen. Lektion 8: Servicegebühren. Fällt für die Nutzung dieses Dienstes eine zusätzliche Gebühr an? Nein, es fallen überhaupt keine zusätzlichen Gebühren an, was gut zu wissen ist. Das macht es attraktiver. Ich hasse versteckte Anklagen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist erfrischend, wenn Unternehmen transparent sind. Kann ich eine Bestätigung der Service-Details erhalten? Natürlich. Das kann ich dir gleich zuschicken. Dankeschön. Wenn ich alles schriftlich habe, fühle ich mich sicherer. Absolut. Zur Sicherheit ist es immer gut, eine klare Dokumentation zu haben. Ich schätze Ihre Hilfe bei der Klärung von allem. Lektion 9: Essenskomfort. Es ist schön, dass es im Essbereich serviert wird, das ist sehr praktisch. Ich stimme voll und ganz zu. Dadurch fühlt sich alles entspannter und angenehmer an. Um wie viel Uhr servieren Sie hier normalerweise Mahlzeiten? Normalerweise wird das Frühstück um 7 Uhr morgens serviert, was ideal für Frühaufsteher ist. Das ist großartig. Ich liebe es, meinen Tag mit einem herzhaften Frühstück zu beginnen.
Ebenfalls. Es gibt einen so positiven Ton für den Rest des Tages vor. Genau. Darüber hinaus trägt das Genießen einer Mahlzeit in angenehmer Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis bei. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, morgen Ihr Frühstücksmenü auszuprobieren. Ich auch. Es ist immer spannend, neue Orte zum Essen zu entdecken. Lektion 10: Zugang zu Bildung. Ist Ihnen aufgefallen, dass der Zugang zu Arbeitsplätzen und zur Hochschulbildung immer schwieriger wird? Ja, es ist besorgniserregend. Der Wettbewerb scheint von Jahr zu Jahr härter zu werden. Das ist es wirklich. Vielen Menschen fällt es schwer, Möglichkeiten zu finden, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Ich denke, steigende Studiengebühren spielen bei diesem Problem eine wichtige Rolle. Definitiv. Es ist entmutigend, wenn Bildung für so viele unerreichbar erscheint. Ja, und es kann das Potenzial der Menschen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, einschränken. Genau. Wir brauchen mehr Programme, die den Zugang zu Bildung für alle unterstützen. Ich stimme voll und ganz zu. Wir alle tragen die Verantwortung, uns für Veränderungen einzusetzen. Gemeinsam können wir auf eine gerechtere Zukunft für alle hinarbeiten. Lektion 11: Geschätzte Erinnerungen. Als ich klein war, hatte ich viele andere Spielzeuge, aber keines war so wichtig wie diese Puppe. Wirklich? Was hat diese Puppe für Sie so besonders gemacht? Es war wie mein Begleiter, ich habe es überall hin mitgenommen und alle meine Geheimnisse damit geteilt. Das ist so süß. Es ist erstaunlich, wie manche Spielzeuge einen solchen sentimentalen Wert haben können. Absolut. Noch heute kann ich mich an so viele Erinnerungen erinnern, die damit verbunden sind. Ich denke, es ist die emotionale Verbindung, die bestimmte Spielzeuge unvergesslich macht. Ja, es ist faszinierend, wie sie Trost und Freude in unserer Kindheit darstellen können. Sicher. Diese Erinnerungen prägen uns als Erwachsene. Es ist eine schöne Erinnerung an die Unschuld und Fantasie der Kindheit. Lektion 12: Frühe Feierlichkeiten. Wussten Sie, dass die ersten Christen zunächst nicht wussten, an welchem Tag Jesus geboren wurde? Wirklich? Das wusste ich nicht. Wann haben Sie angefangen, seinen Geburtstag zu feiern? Zuerst wurde es am 6. Januar gefeiert, was ziemlich interessant ist. Das ist interessant. Es zeigt, wie sich Traditionen im Laufe der Zeit weiterentwickeln können. Genau. Als sie mehr erfuhren, passten sie ihre Feierlichkeiten entsprechend an. Es ist faszinierend, wie die Geschichte unsere modernen Praktiken prägt. Ja, und es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Wurzeln zu verstehen. Absolut. Das Feiern von Traditionen verbindet uns mit unserer Vergangenheit. Es ist wunderbar, wie diese Geschichten Menschen zusammenbringen können. Lektion 13: Geteilte Verantwortung. Für uns alle ist es wichtig, unsere Verantwortung in der Gesellschaft zu erkennen. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir positive Veränderungen herbeiführen. Ja, insbesondere angesichts der Herausforderungen, vor denen die neue tschechoslowakische Demokratie steht. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die Bürger engagieren und Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen. Absolut. Kollektive Verantwortung kann zu einer besseren und stabileren Gesellschaft führen. Genau.
Wenn jeder seinen Beitrag leistet, bauen wir eine stärkere Gemeinschaft auf. Es geht darum, ein Gefühl der Einheit und des Ziels unter uns allen zu fördern. Ja, gemeinsam können wir Hindernisse überwinden und auf eine bessere Zukunft hinarbeiten. Ich hoffe, dass das Bewusstsein zu sinnvollen Maßnahmen führt. Lektion 14: Getränkewissen. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen zu Experten für verschiedene Sorten dieser Getränke geworden sind. Ja, vor allem mit dem Aufkommen von Craftdrinks und handwerklich hergestellten Optionen. Es ist faszinierend, wie viel Wissen die Menschen über Aromen und Braumethoden haben. Absolut. Es zeigt eine wachsende Wertschätzung für Qualität und Handwerkskunst. Ich liebe es, wie es Menschen dazu ermutigt, neue Dinge zu entdecken und auszuprobieren. Ja, und es fördert auch Gespräche über Geschmack und Vorlieben. Genau. Der Erfahrungsaustausch über Getränke kann durchaus Spaß machen. Es wertet gesellige Zusammenkünfte wirklich auf und macht sie ansprechender. Ich kann es kaum erwarten, mehr über diese Getränke und ihre einzigartigen Eigenschaften zu erfahren. Lektion 15: Sternennächte. Ich liebe es, nachts in die Sterne zu schauen. Es erinnert mich an ein kleines Gedicht, das ich immer sage. Ach wirklich? Welches Gedicht sagst du, wenn du die Sterne siehst? Es heißt so etwas wie Funkle, Funkel, kleiner Stern und bringt mich immer zum Lächeln. Das ist so ein süßes Gedicht. Es weckt bei vielen Menschen Kindheitserinnerungen. Genau. Immer wenn ich draußen bin, kann ich nicht anders, als es zu rezitieren und dabei nach oben zu schauen. Die Sterne haben wirklich eine magische Art, Gedanken und Gefühle anzuregen. Das tun sie. Es ist, als ob das Universum uns einlädt, ein wenig zu träumen. Ich stimme voll und ganz zu. Fühlen Sie sich beim Sternegucken oft Gedanken verloren? Absolut. Jeder Stern scheint eine Geschichte zu haben, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Lektion 16: Verlorenes Gepäck. Ich hoffe wirklich, dass unser Gepäck nach dem Flug nicht zu lange verspätet bleibt. Ich weiß. Es ist immer etwas stressig, wenn Gepäck verloren geht. Ja. Ich hoffe nur, dass wir sie schnell aufspüren können, falls sie sich verirren. Ebenfalls. Es kann so mühsam sein, auf sie zu warten. Und noch schlimmer ist es, wenn darin wichtige Gegenstände verpackt sind. Genau. Für alle Fälle habe ich immer das Nötigste im Handgepäck. Das ist eine kluge Idee. Es gibt Seelenfrieden während der Reise. Sicher. Bleiben wir optimistisch und hoffen wir mit unseren Taschen auf das Beste. Vereinbart. Und wenn es doch einmal zu Verzögerungen kommen sollte, regeln wir das gemeinsam. Lektion 17: Aufwachen. Um wie viel Uhr möchten Sie morgens geweckt werden? Könnten Sie mich bitte um 7 Uhr morgens wecken? Ich möchte den Tag früh beginnen. Sicher. Ich werde dafür sorgen, dass ich einen Wecker für Sie stelle. Danke. Ich finde, dass ich durch das frühe Aufstehen mehr Zeit für die Vorbereitung habe. Absolut. Es ist schön, diese ruhigen Momente zu haben, bevor der Tag beginnt. Ja, und ich kann ein ruhiges Frühstück genießen, ohne mich gehetzt zu fühlen. Das klingt perfekt. Ich werde auch darauf achten, den Lärm niedrig zu halten. Das weiß ich zu schätzen.
Ein ruhiger Morgen macht einen großen Unterschied. Definitiv. Auf einen produktiven Tag. Lektion 18, Wäschereieinrichtungen. Ich habe gehört, dass die Wäschemöglichkeiten im Keller sehr geräumig und sauber sind. Ja, sie sind. Es ist eine große Erleichterung, einen schönen Ort zum Wäschewaschen zu haben. Ich stimme zu. Saubere Einrichtungen machen die Hausarbeit viel angenehmer. Außerdem finde ich es toll, dass Sie über genügend Maschinen verfügen, sodass Sie nicht lange warten müssen. Genau. Das ist praktisch, besonders wenn Sie viel Kleidung waschen müssen. Und die Tatsache, dass Wasserkraft nicht berücksichtigt wird, erleichtert die Budgetierung. Das stimmt. Es ist schön, genau zu wissen, mit welchen Kosten man rechnen muss. Ja, und die erforderlichen Referenzen tragen dazu bei, ein gutes Umfeld zu gewährleisten. Ich bin froh, dass wir einen Ort gefunden haben, der unseren Bedürfnissen so gut entspricht. Lektion 19, einfacher Zugang. Es ist toll zu wissen, dass die Tickets leicht zugänglich sind, insbesondere an diesem Veranstaltungsort. Ja, das ist ein großes Plus, es macht die Planung so viel einfacher. Und sobald wir die Sicherheitskontrolle passiert haben, können wir uns entspannen und die Veranstaltung genießen. Genau. Es ist schön, sich keine Sorgen über lange Schlangen machen zu müssen. Ich schätze Veranstaltungsorte sehr, bei denen der Kundenkomfort im Vordergrund steht. Ebenfalls. Es verbessert das Gesamterlebnis für alle Teilnehmer. Das tut es wirklich. Worauf freuen Sie sich bei der Veranstaltung am meisten? Ich bin gespannt auf die Auftritte und genieße die Atmosphäre. Ich auch. Es wird eine tolle Zeit werden. Lektion 20, Dehnen nach dem Training. Nach dem Training ist es wichtig, sich abzukühlen und die Muskeln zu dehnen. Absolut. Es beugt Schmerzen vor und hält sie flexibel. Wie lange sollte ich Ihrer Meinung nach abkühlen? Idealerweise sollten etwa 5 bis 10 Minuten für eine gute Abkühlung ausreichen. Das klingt vernünftig. Ich werde unbedingt den Übungen in meine Routine einbauen. Tolle Idee. Es entspannt nicht nur Ihre Muskeln, sondern fördert auch die Regeneration. Mir geht es immer besser, wenn ich mir die Zeit nehme, mich richtig abzukühlen. Genau. Es ist eine kleine Investition in Ihre Gesundheit, die sich auszahlt. Ich freue mich darauf, dies in meine Post-Workout-Routine zu integrieren. Lektion 21, Farbpsychologie. Haben Sie Tipps, welche Farben Entspannung und Ruhe fördern? Ja, sanfte Farben wie Blau und Grün eignen sich hervorragend, um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Das macht Sinn. Sie erinnern mich an die Natur, die immer beruhigend ist. Genau. Auch warme Neutraltöne können einem Raum eine gemütliche Note verleihen. Ich liebe die Idee, Farben in meiner Inneneinrichtung strategisch einzusetzen. Ja, es kann die Stimmung eines Raumes wirklich verändern. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken, meinem Wohnraum beruhigendere Farben hinzuzufügen. Tolle Wahl. Dadurch fühlt sich Ihr Zuhause wie ein friedlicher Rückzugsort an. Ich freue mich darauf, mit verschiedenen Farbkombinationen zu experimentieren. Lektion 22, die Fake News Challenge. Verfolgen Sie die Diskussionen über Fake News und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft? Ja,
das ist ein großes Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind. Es ist wichtig, informiert zu sein. Absolut. Fehlinformationen können sich so schnell verbreiten und Verwirrung stiften. Es kann wirklich. Die Menschen müssen lernen, die von ihnen konsumierten Informationen zu überprüfen. Genau. Kritisches Denken ist im digitalen Zeitalter unerlässlich. Und es ist wichtig, dass Medienkompetenz in den Schulen vermittelt wird. Ja, andere über dieses Thema aufzuklären, kann dazu beitragen, die Verbreitung von Fake News zu bekämpfen. Ich stimme voll und ganz zu. Gemeinsam können wir eine besser informierte Gesellschaft schaffen. Lassen Sie uns das Gespräch weiterführen, es ist lebenswichtig für unsere Zukunft. Lektion 23: Den Massen zuhören. Es ist interessant, die Wünsche der Masse der einfachen Leute in diesem Land zu berücksichtigen. Ja, wenn man darüber nachdenkt, spiegelt es wider, was die Gesellschaft wirklich schätzt. Genau. Ihre Stimmen sollten in Diskussionen über Politik und Wandel gehört werden. Für Führungskräfte ist es von entscheidender Bedeutung, auf die Bedürfnisse und Wünsche der Öffentlichkeit zu achten. Ich stimme zu. Die öffentliche Meinung kann Entscheidungen leiten, die alle betreffen. Wenn Führungskräfte zuhören, stärkt das Vertrauen und fördert bürgerschaftliches Engagement. Ja, und es trägt dazu bei, eine Regierung zu schaffen, die ihre Bürger wirklich vertritt. Das ist das Ideal. Gemeinsam können wir eine Gesellschaft anstreben, die alle Stimmen wertschätzt. Lassen Sie uns weiterhin für diese Wünsche eintreten, um positive Veränderungen herbeizuführen. Lektion 24: Leckere Entdeckungen. Haben Sie die Gerichte bei diesem Verkäufer probiert? Ihre Rindfleisch-Käse-Quesadilla ist unglaublich. Ja, das habe ich. Es ist eines meiner liebsten Dinge, die ich dort bestelle. Ich liebe die perfekte Mischung der Aromen. Es ist so befriedigend. Absolut. Der Käse ist genau richtig geschmolzen und das Rindfleisch ist gut gewürzt. Ich schätze auch, wie schnell das Essen zubereitet wird. Ja. Es ist großartig, um unterwegs eine schnelle, köstliche Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ich kann es kaum erwarten, noch einmal dorthin zu gehen. Ich auch. Es ist definitiv ein Muss für jeden, der die Gegend besucht. Machen wir bald einen Plan. Lektion 25: Einkaufsliste. Außerdem mangelt es uns an Eiern und Butter, das ist mir gerade aufgefallen. Zur Kenntnis genommen. Möchten Sie noch etwas anderes, während wir im Laden sind? Ich könnte diese Woche etwas frisches Gemüse für Salate gebrauchen. Gute Idee. Frisches Gemüse macht Mahlzeiten immer gesünder und schmackhafter. Genau. Vielleicht sollten wir uns auch ein paar Snacks fürs Wochenende besorgen. Das klingt perfekt. Welche Art von Snacks haben Sie im Sinn? Ich habe darüber nachgedacht, mir ein paar Chips und vielleicht etwas Obst als gesündere Alternative zu holen. Tolle Auswahl. Stellen Sie sicher, dass wir die Qualität aller von uns ausgewählten Produkte überprüfen. Sicher. Hochwertige Zutaten machen in unseren Mahlzeiten immer den Unterschied. Lektion 26: Empfehlungen. Das hört sich großartig an. Gibt es bestimmte Marken oder Modelle, die Sie empfehlen würden? Definitiv. Ich bin ein großer Fan der Marke XYZ für Elektronik, sie sind zuverlässig. Ich habe auch Gutes über Sie gehört. Wie sieht es mit Ihrem Kundenservice aus?
Exzellent. Sie sind dafür bekannt, dass Sie bei Problemen sehr hilfsbereit sind. Das ist beruhigend zu hören. Ich bevorzuge immer Marken mit gutem Support. Ich verstehe, es macht die Erfahrung viel reibungsloser und weniger stressig. Genau. Gerade bei technischen Produkten lohnt es sich, in Qualität zu investieren. Sicher. Anschließend schicke ich Ihnen eine Liste meiner Lieblingsmodelle. Danke. Ich schätze Ihre Erkenntnisse, Sie leiten meine Entscheidungen wirklich. Lektion 27: Intelligentes Leben. Es gibt ein paar Orte, an denen es intelligentes Leben gibt, aber sie sind wahrscheinlich sehr selten. Ja, es ist faszinierend darüber nachzudenken, wie viele unentdeckte Welten es geben könnte. Rechts? Das Universum ist so riesig und wir haben nur einen winzigen Bruchteil davon erforscht. Genau. Es weckt die Fantasie darüber, was wir dort herausfinden könnten. Ich frage mich, welche Art von Zivilisationen es jenseits unseres Planeten geben könnte. Es ist spannend, über die Möglichkeiten nachzudenken, verschiedene Kulturen, Technologien und Ideen. Ja, und wie sie unsere Welt und Lebensweise sehen könnten. Das ist eine Perspektive, die zum Nachdenken anregt. Es lässt Sie unsere Einzigartigkeit schätzen. Absolut. Es ist eine Erinnerung daran, wie viel wir noch über das Universum lernen müssen. Lektion 28: Roadtrip-Pläne. Planen Sie auf Ihrem Roadtrip Umwege oder Abstecher? Ja, ich denke, es würde Spaß machen, unterwegs einige interessante Orte zu erkunden. Das klingt nach einer tollen Idee. Es verleiht der Reise Abenteuer. Genau. Ich habe gehört, dass es in der Nähe einige wunderschöne Nationalparks gibt. Das wäre ein fantastischer Zwischenstopp. Die Natur fühlt sich immer erfrischend an. Ja, und es ist auch eine perfekte Gelegenheit für ein paar tolle Fotos. Ich werde unbedingt meine Kamera einpacken, das Festhalten von Erinnerungen ist unerlässlich. Absolut. Außerdem erhalten wir dadurch Geschichten, die wir später teilen können. Ich kann diese Reise kaum erwarten, es klingt, als würde es unvergesslich bleiben. Lektion 29: Trainingskleidung. Für den Kurs wird das Tragen bequemer Trainingskleidung und Sportschuhen empfohlen. Das ist gut zu wissen. Ich möchte sicherstellen, dass ich für die Übungen richtig gekleidet bin. Definitiv. Komfort ist der Schlüssel, wenn Sie viel unterwegs sind. Ich stimme zu. Ich werde wahrscheinlich meine Lieblings-Workout-Leggings und ein atmungsaktives Oberteil tragen. Tolle Wahl. Diese sind perfekt, um während des Trainings kühl zu bleiben. Genau. Außerdem möchte ich mich beim Training sicher fühlen. Das ist wichtig. Sich in dem, was man trägt, wohlzufühlen, kann die Motivation steigern. Ja, ich freue mich darauf, mich zu bewegen und diese Fitnessreise zu beginnen. Ich auch. Lasst uns gemeinsam das Beste aus unserem Training herausholen. Lektion 30: Weihnachtseinstellung. Es ist überraschend, dass manche Menschen an Weihnachten einen Tag frei nehmen, sich aber weigern, Geld zu spenden, um den Armen zu helfen. Ich weiß. Es ist entmutigend, einen solchen Mangel an Großzügigkeit während der Ferienzeit zu sehen. Genau. An Weihnachten geht es darum, etwas zu geben und mit den Bedürftigen zu teilen. Ja, es sollte Freundlichkeit und Mitgefühl gegenüber anderen wecken.
Es ist schade, wenn sich der Fokus nur auf den persönlichen Genuss verlagert. Absolut. Jeder verdient ein wenig Hilfe, besonders in schwierigen Zeiten. Ich stimme zu. Wir alle sollten danach streben, einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinschaften auszuüben. Ja, und kleine freundliche Gesten können eine positive Wirkung haben. Denken wir daran, dieses Jahr etwas zurückzugeben und andere dazu zu inspirieren, dasselbe zu tun. Lektion 31, klare Sicht. Ich trug sie am Montag zur Schule und konnte die Tafel deutlich sehen. Das ist wunderbar. Es muss einen großen Unterschied in Ihrem Lernen machen. Das tut es wirklich. Vorher hatte ich Mühe, die Notizen aus der Ferne zu lesen. Ich kann es mir vorstellen. Eine gute Sehkraft ist für die Konzentration im Unterricht unerlässlich. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel einfacher jetzt alles ist. Das freut mich. Es kann Ihr gesamtes Schulerlebnis wirklich verbessern. Ja, ich fühle mich jetzt selbstbewusster, wenn ich an Diskussionen teilnehme. Das ist fantastisch. Es geht darum, sich auf den Erfolg in der Schule vorzubereiten. Sicher. Ich freue mich darauf, mein Studium durch besseres Sehen weiter zu verbessern. Lektion 32, unethische Praktiken. Es gibt so viele unethische Praktiken im Geschäftsleben, wie Bestechung, Schmiergelder, Vetternwirtschaft und Unterschlagung. Es ist alarmierend, wie weit verbreitet diese Probleme in manchen Branchen sein können. Ja, sie untergraben das Vertrauen und die Integrität innerhalb von Organisationen. Absolut. Es schafft eine toxische Umgebung und betrifft alle Beteiligten. Ich glaube, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht für die Bekämpfung dieser Praktiken von entscheidender Bedeutung sind. Ich stimme voll und ganz zu. Organisationen müssen strenge ethische Richtlinien festlegen. Ja, und sie sollten aktiv eine Kultur der Ehrlichkeit und Fairness fördern. Es ist wichtig für den Aufbau eines positiven Rufs und langfristigen Erfolgs. Gemeinsam können wir uns für eine Geschäftswelt einsetzen, die Ethik und Integrität schätzt. Lektion 33, einzigartige Farbtöne. Ja, sie haben Schwarz, Braun und sogar einige andere einzigartige Farbtöne im Angebot. Das ist interessant. Ich liebe es, wenn Marken eine Vielfalt an Farben anbieten. So findet jeder etwas, das zu seinem persönlichen Stil passt. Genau. Einzigartige Farbtöne können jedem Outfit eine lustige Note verleihen. Ich stimme zu. Es ist aufregend, Optionen zu haben, die über die Standardfarben hinausgehen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen. Ja, und es macht das Einkaufen angenehmer, wenn man die Wahl hat. Ich kann es kaum erwarten, mir Ihre Kollektion anzusehen und alle Farben zu sehen. Ich auch. Lasst uns etwas finden, das uns ins Auge fällt.